Herzlich willkommen, liebe Zuschauer unseres DF-Talks. Mein Name ist Christian Trudzinski, Chefredakteur des HDTV-Magazins, und bei mir ist wieder einmal Christoph Pech, Moin, moin. Der uns unterstützt bei der Berichterstattung, alles was rund um die CES passiert, auch auf df.de, natürlich auch im Magazin. Unser Thema heute LG. Ist für viele Bildfans wahrscheinlich der Hersteller der Stunde, denn OLED ist derzeit noch exklusiv bei LG. Genau. Und LG wird weiter auf OLED setzen. Wird weiter auf OLED setzen, und nicht nur das Produktportfolio wird massiv ausgebaut. Ja. Wir müssen kurz nochmal zurückschauen aufs letzte Jahr. Full HD OLED von LG ist bei uns ganz, ganz weit vorn in der Bildrangliste, ist aktuell zu sehr attraktiven Marktpreisen erhältlich. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird das Modell 2015 einfach auslaufen, also man wird es in irgendeiner Art und Weise weiterführen. Alle Bildfans, die nicht auf Ultra HD setzen wollen, sollten da aber die Augen offen halten, dass man dann nicht verpasst, in OLED einzusteigen, wenn es das Modell einfach nicht mehr geben wird. Ja. Denn alle neuen OLEDs setzen auf Ultra HD. Ganz genau. Und da auch sehr massiv, wie du schon gesagt hast, die Produktion, die wird jetzt richtig angekurbelt bei LG. Soll vervierfacht werden jetzt im 2015. Und ist natürlich, wenn man von einem geringen Niveau kommt und sagt, man vervierfacht es. Wir reden auch noch in vergleichsweise geringen Zahlen. LG will 2016, haben sie gesagt, wollen sie 1 Million OLED-TVs verkaufen, was ja rein global gesehen noch eine vergleichsweise kleine Zahl ist. Aber das heißt eben, dass LG weiter auf OLED vertraut, ohne LCD-TVs jetzt zu vernachlässigen, aber sie setzen eben auf diese Bildtechnik, weil LG weiter davon überzeugt ist, was ja unsere Tests letztes Jahr auch gezeigt haben, dass mit OLED die beste Bildqualität möglich ist. Wobei man halt sagen muss, man muss dann wirklich alle Parameter betrachten. Ne? Also es gibt ja viele Tester, das müssen wir ja auch ganz offen sagen, also sie werden viele Tests lesen, da wird dann halt gesagt, der Samsung ist der Beste, der LG ist der Beste, der Sony ist der Beste, der Panasonic ist der Beste. Wir haben es eigentlich immer in unseren Tests so gehalten, dass wir alle Parameter, die es einfach mal gibt, mit in die Tests einfließen lassen. Und du kennst ja den Effekt, du warst ja jetzt oft genug mit bei den Shootouts dabei, die wir wirklich mit hohem Aufwand versuchen da durchzuführen. Das ist ja bei den beliebten, speziell bei den Engländern und bei den Amerikanern beliebten VA-Panels der Fall ist. Du sitzt da, dann geht der Kopf mal so ein bisschen zur Seite und du merkst halt, wie sich die Bildcharakteristik ändert. Komplett was natürlich für mich jetzt privat als Familienmensch das Problem hätte, dass ich vielleicht zentriert ein tolles Bild habe, aber die Leute, die um mich rum sitzen... Brauchst du nur mal einen Filmabend mit 5 Leuten haben, der ganz links sitzt und der ganz rechts sitzt, der hat dann schon... sieht einen anderen Film. Genau, der sieht einen anderen Film, ja. Und da ist OLED natürlich der Hammer. Ja. Also was wir da, das müssen wir wirklich sagen, da kannst du wirklich von extremer Seitenansicht draufschauen. Das Bild sieht immer fantastisch hell, brillant, kontraststark aus. Und die Durchzeichnung, also die Bildcharakteristik ändert sich eben nicht so gravierend. Was wir jetzt noch nicht sagen können, wie dieses Ultra HD im OLED-Bereich sich durchsetzen wird, beziehungsweise wie sich OLED durchsetzen wird, ist eben die große Frage, weil unsere Praxiserfahrungen beschränken sich jetzt erstmal auf Full HD. Und vielleicht für alle die es noch nicht so richtig technisch wissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen OLED und LED-LCD. Bei OLED geht man praktisch wieder den Schritt zurück, den man vielleicht auch in der Röhren-TV-Ära gegangen ist oder im Plasma-TV-Bereich, dass wirklich die Bildpunkte selbst leuchten. Was im Umkehrschluss bedeutet, die Vervierfachung der Auflösung könnte den Stromverbrauch in ungeahnte Höhen nur ein wenig in die Höhe treiben. Und da sind wir im Moment so ein bisschen nervös, muss ich gestehen, weil der 2014er Ultra HD OLED von LG kam bisher auch noch nicht, das Testmodell kam noch nicht. Im Laden hat man ihn, also im normalen Geschäft, auch sehr selten gesehen. Das heißt, da ist jetzt ein großes Fragezeichen. Wie ist die Energieeffizienz, wie ist die Lichtausbeute? Genau. Denn viele Kritiker sagen ja auch immer, sobald eine OLED-Zelle leuchtet, verringert sich ihre Lebensdauer, und im Vergleich zu einer normalen Leuchtdiode soll das wohl nicht unerheblich sein. Das heißt, da muss man so ein bisschen abwarten. Und vor allen Dingen, das LED-LCD-Lager geht ja dieses Jahr voll auf Spitzenhelligkeit. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Elektronikmärkte so anschaue,
und dann wirst du zugestrahlt von irgendwie brachialer Helligkeit und dann hast du wieder diesen OLED, der ein fantastisches Bild liefert, aber genau in dieser Umgebung nicht diese Bildbrillanz erreicht, dann hat man ja schon mal einen Wettbewerbsnachteil. Ja, und man hat schon, muss ja leider sagen, dass sogar Samsung für OLED ein Wettbewerbsnachteil ist. Samsung hat ja das SUHD, was wir ja auch im Video kurz besprochen hatten, haben es ja offensiv auch so vorgestellt, dass es quasi bessere Bildqualität liefert, als die aktuellen OLED-TVs das möglich machen. Und das zeigt zum einen, dass Samsung von OLED erstmal nicht so viel wissen will. Was natürlich mit der eigenen Geschichte, ne? Sie haben es versucht, haben es nicht hingekriegt. Genau. Und kann zum anderen natürlich dann, für Samsung ist der Marktführer, kann für andere Hersteller natürlich dann auch zum Problem werden, wenn SUHD tatsächlich einschlagen sollte. Da muss man dann abwarten und die Frage ist dann, wann OLED dann im UHD-Bereich sowieso tatsächlich auch mal für, naja, ich sag mal, den normalen Verbraucher in bezahlbare Regionen kommt, gerade wenn es eben so anspruchsvoll ist, was die Verbrauchskosten angeht. Wobei man halt sagen muss, LG hat es selbst in der Hand. Ne? Sie haben die eigenen Panels, sie können die Bildtechnik abstimmen, sie haben die Markthoheit über OLED. Ich glaube, es gibt auch Kooperationen mit Netflix und Co., um diese High Dynamic Range-Geschichten auch für die OLEDs praktisch. Da ist LG nicht alleine, aber das hilft natürlich, nach vorne zu bringen. Das heißt, das müssen wir auch nochmal sagen, die OLEDs sind von der Performance her natürlich innerhalb der Spezifikation der neuen Geräte. Und was man nicht vergessen darf, LG baut natürlich weiterhin Ultra HD LED LCDs. Dort auch mit Quantum Dots für Dots oder White Color LED, genau. Und insgesamt sind das da 34 Modelle. Da sind sie auch mit 43 bis 105 Zoll sehr breit aufgestellt. OLEDs werden es übrigens 7 neue werden 2015, um das nochmal kurz zu erwähnen. Was wir aber immer nur feststellen, ist, dass ich habe es ja jetzt auf der IFA 2014 mitgemacht. Einige Kollegen, die es jetzt rüber geschafft haben zur CES, können das bestätigen, wenn du wirklich am LG-Stand stehst und siehst die LED-LCDs und OLEDs, du bleibst bei den OLEDs hängen. Klar. Das ist hammermäßige Bildqualität. Wenn man es halt mit der Umgebungshelligkeit nicht übertreibt, denke ich mal, ist das eine Technologie, das kann was werden. Ist halt die Frage, ist es jetzt Massenmarkt oder ist es Alternativmarkt? Genau. Was ich sehr interessant finde, es wird flache OLEDs geben. Na, also die letztjährigen waren ja alle gebogen. Aber ob die auch die 4,9 mm von Sony erreichen? Müssen wir abwarten. Letztes Thema, LG WebOS 2.0. Genau. Meine Erfahrung mit WebOS aus dem letzten Testjahr, Theorie alles prima. Speziell Programme müssen nicht immer beendet werden. Du kannst sehr schnell hin und her switchen, hast praktisch deine Empfehlungsgeschichte unten, um direkt zu den Inhalten zu kommen, aber es war entsetzlich langsam. Entsetzlich langsam und da hat LG Besserung zumindest versprochen mit WebOS 2.0. 2015 soll zum einen 4K-Streaming unterstützen und soll doppelt so schnell werden, zumindest wie die Vorgängerversion. Hoffen wir mal noch ein bisschen schneller. Wie viel doppelt so schnell dann bedeutet, wenn es dann irgendwann so richtig langsam ist, ist eben die Frage. Aber sie haben offensichtlich selbst gemerkt, dass es nicht sehr praktikabel ist, wenn es dann irgendwann zu langsam wird und arbeiten auf jeden Fall dran. Ob dann WebOS 2.0 schon alle Fehlerchen ausräumen kann, das muss man dann im Test sehen. Was man vielleicht noch sagen kann, WebOS scheint trotzdem einen gewissen Erfolg gehabt zu haben, weil als ich das neue Tizen OS von Samsung gesehen habe, diese Grafiken, die unten eingeblendet wurden, also ich dachte erst, es ist WebOS. Also LG scheint schon vieles richtig zu machen und ich glaube auch, global gesehen, die Marktanteile gehen in die richtige Richtung. LG ist, glaube ich, so stark wie noch nie. Und für alle OLED-Fans kann es ein tolles Jahr werden. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, weitere Informationen zum Thema OLED und Ultra HD lesen Sie im aktuellen HDTV-Magazin oder alle News des CES natürlich auf digitalfernsehen.de. Bis bald.